Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video wollen wir jetzt den letzten Teil von Kapitel 6 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten, uns ansehen. Und wenn du die vorangegangenen Videos angeschaut hast, dann weißt du ja bereits, dass es in Kapitel 6 des Buches explizit darum geht, Strategien kennenzulernen, wie du denn deine wahre Komfortzone endlich finden kannst und sie betreten kannst. Und der letzte Teil von Kapitel 6 dreht sich um ein ganz wichtiges Thema, das dich dabei hervorragend unterstützen kann, nämlich das Thema Meditation. Und zu diesem Thema gibt es, genau wie zum Thema Komfortzone, sehr viele Missverständnisse und Mythen und Glaubenssätze da draußen, die viele Menschen sehr einschränken, wenn es dahin geht, Meditation wirklich in ihrem Leben für sich zu nutzen. Und mit diesen Missverständnissen möchte ich jetzt aufräumen und dir sagen, wie du Meditation wirklich für dich entdecken und damit dein bestes Leben, ein Leben in deiner wahren Komfortzone erschaffen kannst. Und außerdem wirst du in diesem Video eine sehr hilfreiche Achtsamkeitsübung kennenlernen, die dich auf sanfte und sehr kraftvolle Weise direkt in das Wahrnehmen deines Wohlseins, deines Wohlgefühls, deines göttlichen Seins führen kann. Exkurs. Meditation als Weg zu dir, aber richtig. Meditation ist nur deshalb notwendig, weil du dich nicht dazu entschieden hast, glücklich zu sein. Wenn du dich entschieden hast, glücklich zu sein, brauchst du nicht zu meditieren. Dann geschieht Meditation ganz von selbst. Meditation ist eine natürliche Folge des Glücks. Sie folgt dem glücklichen Menschen wie ein Schatten. Wo immer er hingeht, was immer er tut, er ist meditativ. Osho. Nachdem du nun also einiges über die Bedeutung deiner Wünsche, Bedürfnisse, Visionen und Träume erfahren hast und dir bewusst geworden bist, dass diese Botschaften deiner Seele hervorragend dafür geeignet sind, dir geradewegs den Weg in deine wahre Komfortzone zu zeigen, sagst du dir vielleicht, das ist ja alles schön und gut, aber wie soll ich überhaupt erst einmal an diesen Punkt kommen? Wie kann ich mich selbst wieder wahrnehmen und die Botschaften überhaupt hören lernen? Obwohl wir bereits einige Übungen und hilfreiche Fragestellungen dazu in diesem Audiobuch kennengelernt haben, ist es gerade in unserer sehr äußerlich orientierten westlichen Gesellschaft durchaus möglich, dass du so wenig daran gewöhnt bist, nach innen zu lauschen, dass du dir mit den bisherigen Empfehlungen noch immer ein wenig verloren vorkommst. Sollte das so sein, möchte ich dir sagen, dass dies kein Beinbruch ist, denn du kannst in jedem Augenblick die Entscheidung treffen, neue Wege zu gehen. Und einer dieser Wege, der dir die Fähigkeit schenken wird, ganz im gegenwärtigen Augenblick aufmerksam nach innen zu lauschen und wieder auf deine innere Weisheit zu hören, heißt Meditation. Meditation ist ein hilfreiches und wunderbares Werkzeug, um zum Schöpfer deines Lebens zu werden. Wir wollen jetzt einen kleinen Exkurs unternehmen und uns aus Sicht der Komfortzone näher mit diesem wichtigen Thema befassen. Dazu ist es notwendig, dass wir zunächst einmal aufräumen mit den zahlreichen Missverständnissen zum Thema Meditation, die viele Menschen auch direkt wieder davon abhalten, zu ihrem höchsten Selbst zurückzufinden, wenn sie das Wort Meditation schon bloß hören oder lesen. Ähnlich wie beim Thema Komfortzone liegt nämlich sehr viel Schutt auf diesem Wort. Und auch ich bin diesem noch vor ein paar Jahren auf den Leim gegangen. Denn die meisten Menschen denken bei diesem Thema vermutlich als erstes so etwas wie, okay, Meditation, puh, da muss ich im Lotussitz oder jedenfalls in einer möglichst unbequemen Haltung auf dem Boden reglos verharren und versuchen an nichts zu denken. Nun ja, ehrlich gesagt, darauf hätte ich auch nur bedingt Lust.
Und zum Glück hat das mit Meditation auch wenig bis gar nichts zu tun. Was also ist Meditation wirklich? Ich möchte es einmal so beschreiben. Meditation ist unser natürlicher Zustand, den die meisten von uns einfach nur vergessen haben. Ein Zustand vollkommen wacher Achtsamkeit und freudvollen Gewahrseins im gegenwärtigen Augenblick. Oder um es mit den Worten des indischen Weisheitslehrers Ramana Maharshi zu sagen, Zitat, wenn Meditation keiner Mühe mehr bedarf, erkennen wir, dass sie unser wahres Wesen ist. Zitat Ende. Wir dürfen uns jetzt wieder an diesen mühelosen Zustand erinnern. Und dazu wurden im Laufe der Jahrtausende viele verschiedene Praktiken entwickelt, die uns dabei unterstützen können. Diese haben keineswegs immer mit dem klischeehaften Stillsitzen und an nichts denken zu tun. Im Gegenteil, es gibt beispielsweise viele wunderbare Bewegungs- und Tanzmeditationen, die die Lebendigkeit und Körperlichkeit feiern und erst einmal dafür sorgen, dass wir westlichen Kopfmenschen wieder ganz in unseren wunderbaren Körper und damit in das pure, freudvolle Sein auf diesem schönen blauen Planeten zurückfinden. Denn genau das ist der Sinn von Meditation. Ebenso kann beispielsweise auch Joggen eine Form von Meditation sein oder Holzhacken oder sich bewusst einen Gedanken oder ein Thema suchen und es von allen Seiten erforschen. Oder. Ich empfehle dir also hiermit, dir eine oder mehrere Arten von Meditation zu eigen zu machen und sie zu praktizieren. Du wirst eine Fülle an Vorschlägen und Materialien dazu in Büchern oder dem Internet finden. Der entscheidende Punkt ist aber, auch hier gilt es natürlich wieder dem Kompass deines Wohlgefühls zu folgen. Was fühlt sich jetzt gerade stimmig und gut an? Welcher Ansatz bringt dir jetzt das gewünschte Ergebnis? Denn das Gewahrsein deines wahren Seins wiederzuerlangen, darf leicht sein und sollte es sogar. In diesem Zusammenhang möchte ich dich mit dem 7. Prinzip der von mir sehr geliebten Huna-Philosophie aus Hawaii vertraut machen, das da lautet: Pono, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Was ist damit gemeint? Kurz gesagt, das, was funktioniert, ist richtig. Und wenn etwas nicht die gewünschten Ergebnisse hervorbringt, dann wählst du eben einen anderen Weg. Denn es gibt immer mehrere Wege, etwas zu tun. Beim Thema Meditation bedeutet das, alles, was dazu beiträgt, das laute Geplapper deines konditionierten Verstandes leiser werden zu lassen und dir dabei hilft, die zarte, manchmal noch leise Stimme deiner ureigenen inneren Weisheit, deines höchsten Selbst hörbar zu machen, ist dein Mittel der Wahl. Und auch bei der Frage, welche Art von Meditation dies jetzt gerade für dich bewirken kann, geht es selbstverständlich wieder darum, ja, du ahnst es schon, deine Komfortzone zu betreten. Es gibt nämlich durchaus Menschen, und ich vermute mal, es sind gar nicht wenige, für die das, was man landläufig unter Meditation versteht, also zu sitzen und seine Gedanken oder seinen Atem zu beobachten, genau das Gegenteil von dem ist, was sie aktuell weiterbringt. Das kann beispielsweise der Fall sein, weil sie ohnehin schon den ganzen Tag in einem Büro herumsitzen und ihre Körper einfach danach schreien, Beachtung zu finden. Oder weil sie eine innere Unruhe verspüren, die durch stilles Sitzen eben nicht automatisch verschwindet, sondern eher stärker wird. Hier gilt es dann eben, sich zu fragen, welche Art von Meditation, also welches Tool zum Herunterdimmen meiner vorlauten Verstandesstimme, ist dasjenige, mit dem ich mich gerade am wohlsten fühle und das mir jetzt am meisten bringt. Sich also zu fragen, wo ist in diesem Bereich momentan meine Komfortzone? Und in diese deine Meditationskomfortzone gehst du dann bitte. Auch wenn dir deine Freundin noch so oft erzählt, wie toll ihre Zeit in diesem Zen-Schweigekloster war, wenn für dich gerade der effektivste Weg zu deiner inneren Weisheit der ist, 3 Stunden im Wald herumzulaufen, Holz zu hacken und Pilze zu sammeln, dann bitte tu genau das. Das Zen-Kloster würde dich dann aktuell höchstwahrscheinlich eher weiter weg von dir selbst bringen, als dich zurück zu dir zu führen. Die Möglichkeiten, die uns hier zur Verfügung stehen, sind so vielfältig wie wir selbst. Und es gilt eben auch hier, deine momentane Komfortzone zu finden und sie zu betreten. Ich sage bewusst momentane, da sich deine Komfortzone in verschiedenen Bereichen, wie wir ja schon gehört haben, durchaus mehrfach im Leben verändern kann.
Und besonders im Bereich Meditation ist dies sogar ziemlich wahrscheinlich. Es könnte beispielsweise sein, dass nach einigen Wochen Laufen im Wald oder auch zum Beispiel Gartenarbeit, Stricken, Sex, Mandalas ausmalen, was auch immer für dich funktioniert, deine plärrende Verstandesstimme so weit zurückgedimmt ist, dass du nun ganz zart schon die Stimme deines höchsten Selbst hören kannst und anfängst, seine Wünsche, Visionen und Inspirationen wahrzunehmen. Und an diesem Punkt könnte, muss nicht, aber könnte es dann beispielsweise passieren, dass du dich eines Morgens gemütlich hinsetzt, dir die Morgensonne aufs Gesicht scheinen lässt und feststellst, dass du plötzlich ganz präsent mit dir in diesem Augenblick sein kannst und dieses Sein geradezu eine Flut an Klarheit, Wohlgefühl und inspirativen Botschaften deines höchsten Selbst über dich ausgießt. Wunderbar! Dann nutze diese neu entdeckte Meditationskomfortzone und sitze ab jetzt einfach nur jeden Morgen oder wann immer es sich stimmig für dich anfühlt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Vertraue auch hier ganz dir und deinen Impulsen. Dabei kann dann übrigens immer noch das Laufen oder was auch immer ein wichtiger Teil deiner Meditationskomfortzone bleiben, aber diese wurde nun um das Sitzen erweitert. Wichtig war dabei aber der Prozess und dass du währenddessen immer gut darauf geachtet hast, deine wahre Komfortzone zu finden und nur danach zu handeln. Ich denke, du hast das Prinzip verstanden. Welche Form du auch immer wählst, das Wichtigste ist, dass du den ersten Schritt machst und wirklich anfängst, dich selbst und dein großartiges göttliches Sein immer öfter und intensiver wahrzunehmen. Wahrnehmen ist hier im wörtlichen Sinne gemeint. Lass das Bewusstsein deiner göttlichen Natur zu einer selbstverständlichen und präsenten Wahrheit in deinem Leben werden. Und lass dich von dieser Wahrheit tragen, geradewegs in die große Kraft deiner Komfortzone. Zum Abschluss unseres kleinen Exkurses möchte ich dir jetzt noch eine Achtsamkeitsübung für Körper und Seele vorstellen, die natürlich ebenso eine Form von Meditation ist, aber dabei den Kontext der Komfortzone besonders betont. Es ist sozusagen eine Wohlgefühl-Wahrnehmungsübung, die dich ganz leicht und sanft direkt in die große Freude deines göttlichen Daseins führen kann. Übung. Dich in deinem Wohlsein wahrnehmen. Erstens. Bringe deine Achtsamkeit vom Kopfbereich in dein Herz, allein mittels der Lenkung deiner Aufmerksamkeit. Lasse also deine Aufmerksamkeit voller Leichtigkeit in dein Herz sinken. Zweitens, spüre in deinen Körper hinein. Versuche ganz bewusst, deinen wundervollen Körper von innen zu fühlen, in dem Bewusstsein, dass du nicht dein Körper bist, sondern dein Körper ein Teil von dir ist. Fühle, wie gut es sich anfühlt, jetzt hier zu sein, denn das tut es. Drittens, dehne dieses wohlige Gefühl bis an die Grenze deines Körpers, bis zu den Haarspitzen, die sich auf deinem ganzen Körper befinden, aus. Viertens, dehne das Gefühl dann über die Grenzen deines Körpers hinaus aus und spüre, dass du in diesem Wohlsein ein Teil der dich umgebenden Welt bist. Spüre, dass du mit dem Raum um dich in Verbindung stehst. Lass dein Wohlgefühl sich ausdehnen und den Raum streicheln. Bewege dich dazu in diesem Raum, wenn du magst. Spüre, wie es sich anfühlt. Spüre, wie die Luft auf deine Haut trifft. Wie dein inneres Licht nach außen strahlt, auf das Licht im Außen trifft und sich mit ihm verbindet. Spüre dich, deinen Körper und die Verbindung zu deiner Umgebung. Alles durchdrungen vom Wohlgefühl deines Daseins. Fünftens, in diesem Zustand des allverbundenen Wohlgefühls gehe nun, solange du möchtest, ganz achtsam durch den Raum und fühle jeden Schritt mit deinen Fußsohlen. Du hast also nun die Stimme deines höchsten Selbst und deine göttliche Natur wahrzunehmen gelernt. Großartig. Was kannst du nun damit anfangen? Die Antwort ist simpel. So ziemlich alles. Herzlichen Glückwunsch. Dir hat sich soeben das Tor zu einer gigantischen neuen Welt eröffnet. Lass uns den Weg in diese neue Welt direkt fortsetzen,
indem wir einen sehr großen und kraftvollen, aber dir möglicherweise bislang unbekannten Teil davon erkunden: die Welten in deinem Inneren. Im nächsten Kapitel wollen wir uns diesem überaus wichtigen Thema widmen und in dem Zusammenhang eine ganze Reihe weiterer hilfreicher Methoden zum Finden und Betreten deiner wahren Komfortzone kennenlernen. Fortsetzung folgt. Ja, das war der letzte Teil von Kapitel 6 meines Buches Die Kraft deiner Komfortzone, der Exkurs zum Thema Meditation. Und ich bin mir sicher, du hast wieder ganz viel Erhellendes daraus mitnehmen können und kannst jetzt durchstarten und bist wirklich jetzt ausgerüstet auf dem Weg in deine wahre Komfortzone. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du mit Meditation gemacht hast und überhaupt, wie weit du schon bist auf dem Weg in deine wahre Komfortzone in allen Bereichen deines Lebens, was dich da beschäftigt mit diesem Thema und ja, welche wundervollen Erfahrungen du auch vielleicht schon gemacht hast mit den ein oder anderen Übungen aus meinem Buch und aus den Videos. Und im nächsten Video wollen wir uns Kapitel 7 des Buches widmen. Und Kapitel 7 ist ein ganz besonderes, denn in Kapitel 7 befinden sich ganz viele innere Reisen, schamanische Reisen in deine Innenwelt. Und auf dieses Abenteuer sich zu begeben, kann sich wirklich lohnen, denn in deiner Innenwelt findet alles statt, was deine äußere Welt letztendlich kreiert. Insofern freu dich auf das nächste Video und damit du dieses und alle weiteren Videos nicht mehr verpasst, abonniere doch am besten den Kanal und lass außerdem ein Like da. Beides hilft dem Kanal auch sehr, eine größere Reichweite zu generieren, was mich natürlich sehr freuen würde. Dafür sage ich schon mal Danke und bis wir uns im nächsten Video wiedersehen und uns deinen inneren Welten zuwenden, bleibt mir jetzt nur noch dir viel Freude, viel Wohlgefühl und eine Zeit voller Wunder zu wünschen. Alles Liebe.